Catull bestellt eine Sex-Siesta und bekommt eine Pizza geliefert. Amabo, mea dulcis ipsitilla. Meae deliciae meile pores. Iubea te venia meridiatum. Du hast uns ein besonderes Liebesgedicht mitgebracht. Von Valerius Catullus, einem bekannten Lyriker des 1. Jahrhunderts vor Christus. Das war damals unter den gebildeten jungen Leuten in Rom, war das absolut angesagt. Also Catull war sowas wie ein Rockstar in seiner Generation. Et si iusseris illud adjuvato nequis liminis obseretta bellam neuti bilubeat foras abire sed domi maneas paresque nobis novem continuas fututiones. In dem Gedicht geht es um eine, wie soll man es anders sagen, um eine Einladung zum Geschlechtsverkehr. Das dichtende Ich hält Siesta, hat einen vollen Magen und erinnert sich an seine Freundin Ipsitilla. Amabo mea dulcis ipsitilla. Ich habe da eine selbst angefertigte Übersetzung, die aber ganz brauchbar ist, weil sie auch den Sprachrhythmus ganz gut trifft und der ist ja das, was ein antikes Gedicht ausmacht. Sei so gut, meine süße Ipsitilla, du mein Schatz, du meine größte Freude, schick mir doch eine Einladung zur Siesta. Und wenn ja, dann sorge doch bitte auch dafür, dass man nicht schon wieder die Tür verriegelt. Und du geh auch nicht aus, wenn ich bitten darf, sondern bleib daheim und servier uns beiden 9-mal Vögeln. Und zwar ohne Pause. Eins noch, wenn du Lust hast, dann schreib mir umgehend, denn ich lieg hier nach einem deftigen Mahl am Rücken und stoß mir schon ein Loch in meine Decke. Pertundo tunicamque palliumque. Sozusagen, sie soll eigentlich alles machen und er braucht. Ja, sie soll alles vorbereiten und er soll nur vor der Tür stehen. Und er muss dann nur mehr kommen. Er muss nur mehr kommen. Ja. Was mir also auffällt, was von dem Gedicht ist ja, dass er eigentlich nichts tut, sondern er fordert eigentlich nur. Und er liegt ja am Rücken, hat gegessen, ist eigentlich total miert, hat aber Lust und es soll alles so geschehen, wie es er haben möchte. Er bestellt regelrecht. Richtig, genau. Er gibt regelrecht eine Bestellung auf. Und da fällt natürlich, was die Pizza bestellen. Also, das hat doch was, wenn ich eine Pizza esse, ist es ja so, dass ich meistens dann jetzt nicht rausgehe und einen Marathon laufe, sondern eher am Rücken faul liege. Ich habe eine Pizza bestellt. Ich zeige sie dir gleich. Ich habe es jetzt zurechtgeschnitten. Das ist richtig so eine, die ist auch jetzt ein bisschen kalt schon. Die Frage ist natürlich, ich kann jetzt auch nicht viel dazu machen, weil ich möchte in dem drinnen bleiben, dass ich nicht viel dazu machen muss. Dass ich eigentlich relativ wenig Arbeit damit habe. Ja? Und dann aber, dass am Gaumen, dass da was passiert. Weil so jetzt das Gericht servieren, würde dem Gedicht, finde ich, nicht entsprechen. Also ich schneide es einmal, ich gebe es einmal runter. Also ne? Ja, dann koste ich mal. Das hat ja auch, diese Wurst hat ein bisschen was Pornografisches. Und scharf ist auch. Ja, genau, sie hat eine gewisse Schärfe. Ja. Das ist ja ein Dreschessen. Das ist ja, was genau, das ist jetzt nicht, auch jetzt gar nicht frisch gekocht, sondern, und die Zutaten auch, sind jetzt nicht von bester Qualität. Das ist ja auch ein bisschen von Pornografie, es spricht jetzt auch nicht von einer wunderbaren Sexualität, sondern Pornografie hat immer ein bisschen einen trashigen. Abrufbarkeit, genau. Und das ist da, finde ich, genauso. Ja. Und die Frage ist halt jetzt, wie ich das heben kann. Und ich möchte ja auch aus dem Gericht wirklich auch ein Gedicht machen, so ein Geschmackserlebnis. Verstehe. Dass es wirklich zu einer Erotik wird. Dass es wirklich die Erotik auch spürbar ist und einfach, dass man sich freut, dass man diese Pizza auch ein bisschen auch wiederbelebt. Ja, also du meinst also praktisch, du suchst nach dem kulinarischen Pendant des phalezäischen Elfsilblers. Das ist das Versmaß, dem Catull dieses Gedicht geschrieben hat. Und das ist ein sehr altes, äolisches, eigentlich griechisches Versmaß, mit dem er diese eigentlich banale Geschichte formal in eine so perfekte und damals schon alte Form bringt, dass er diese scheinbare erotische Banalität hebt. Ich würde natürlich auch gerne eine Sauce dazu machen, also eine Sauce in der Form, was mit da ist. Die Frage ist, ob ich aus den Würsteln und der Tomate so ein bisschen ein Ragout machen kann, was ich noch mit einem Fond oder mit einer Rindsuppe ein bisschen verfeinern kann.
Also auch die Erotik des Essens ist ja auch dieses zwischen warm, dass sich da viel tut am Gaumen. Also du hast das Warme unten, also das Knusprige, dann hast du so ein Kruspel, dann das Cremige, so eine Soße, das ist ein wohliger Geschmack, dann hast du diese Frische von Mozzarella und dann würde ich dazu probieren eine schwarze Trüffel. Das ist eine eingelegte schwarze Trüffel und die würde ich dir wieder gern zum Kosten geben. Ich lege das wieder hier zurück. Das ist ja toll. Das ist der phallizäische Elfsilbler auf dieser Pizza. In der Kombination mit der Mozzarella. Ja, Mozzarella die Bufala. So ist es. Ich würde noch ein bisschen einen Fenchel dazugeben, einen rohen. Fenchel? Ganz wenig auch, weil der sozusagen auch eine schöne Frische reinbringt und ein bisschen was Gemüsiges. Und natürlich auch klar was Gesundes, aber der Biss ist mir wichtig. Ja, und der rohe Fenchel hat einen schönen Biss und einen schönen Geschmack, der ein bisschen der Kontrapunkt zu dem Mozzarella ist und auch ein bisschen zu dem warmen Ragout. Amabo mea dulcis ipsitilla, meae deliciae, mei lepores. Iubea te venia meridiatum, et si iusseris illud adiuvato, nequis liminis obseretta bellam, neutibilubeat forasa bire, sed domi maneas, paresque nobis novem continuas fututiones. Verum siquid agies statim iubeto, nam pransus iaceo et satur supinus, pertundo tunicamque palliumque. Die Einfachheit des Genusses der Pizza verbindet sich wunderbar mit dem luxuriösen schwarzen Trüffel. So wie das Gedicht des Catull. Das Thema ist denkbar einfach und geerdet, aber die phallizäischen Elfsilbler, in denen es gedichtet ist, sind natürlich vom Feinsten. Und mal schauen, ob ich dann nachher auch Pransus, Iaceo, also vollgefressen am Bett lege. Ja. Das würde auch der Ipsitilla schmecken.